Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen wir mal auf die Altersarmut. Oder, wie es Norbert Blüm, ehemaliger CDU-Bundesarbeitsminister, auch sagen würde: Ich habe schon damals 1986 gesagt und ich sage es auch heute immer wieder, die Rente ist sicher. Das war damals kein Wahlwerbegag, sondern bitterer Ernst. Denn dass die Rente kommt, ist so sicher wie das Amen in der Kirche oder wie ein Neonazi in der CDU in Sachsen-Anhalt. Leider wurde ich damals nur vollkommen falsch zitiert, denn die Rente ist sicher war damals leider nur ein kurzer Auszug meiner Aussage. Aber schön, dass ich nun hier in dieser äußerst seriösen und sehr erfolgreichen Show die Chance habe, das endlich einmal klarzustellen. Die Rente ist sicher und sie wird für jeden kommen. Das ist so sicher wie der Tod. Denn die Rente ist sicherlich werden sich viele dann als Rentner den Tod geradezu wünschen bei einer Rente von weniger als 500 € im Monat. Aber trotzdem, die Rente ist sicherlich kein Grund zum Feiern, zumindest außerhalb der CDU. #YOLO, you only live once as a Bundesarbeitsminister. Gerade nach Ostern sollten wir uns heute mit einem Thema beschäftigen, das leider auf fast jeden von uns zukommen wird, nämlich die Urheberrechtsreform. Nein, keine Sorge, heute geht es nicht um die neue Urheberrechtsreform, sondern nur um die Altersarmut, die zwar auch auf uns zukommen wird, aber im Gegensatz zur Urheberrechtsreform können wir gegen die Altersarmut wenigstens etwas machen. Aber leider auch mehr arbeiten kann uns im schlimmsten Fall nicht vor der Altersarmut schützen. Durchschnittlich braucht man dazu eine Rente von 747 €. Ein Anlagenelektroniker müsste dafür 18 Jahre Vollzeit arbeiten, eine Krankenschwester 25 Jahre. Jemand mit Mindestlohn schafft es schon heute nicht mehr, über diese Schwelle zu kommen. Notwendig wären 60 Arbeitsjahre. Da das Rentenniveau künftig auf knapp 42% sinken könnte, wird es immer schwieriger, das Sozialhilfeniveau zu übertreffen. Der Elektroniker müsste dann mindestens 20 Jahre arbeiten, die Krankenschwester 29 Jahre. Beim Mindestlohn wären es illusorische 69 Jahre. Ein Mindestlöhner, der sogar erst ab 2015 überhaupt das Glück hatte, einen Mindestlohn zu bekommen, kann so mal eben ganz entspannt bis zu seinem 140. Lebensjahr jobben. Also bitte nicht wieder meckern, wenn Opa 30 Pakete von Amazon Prime in die 8. Etage zu dir hochschleppen muss, damit du die Auswahl hast, was du alles dann wieder zurückschicken kannst. Menschen, die 70 Jahre arbeiten mussten, um wenigstens knapp 800 € zu haben, sind nicht nur die Ausnahme, sondern der Regelfall. Da stellt sich nur die Frage, warum? Das liegt vor allem daran, dass fast 60% aller Deutschen nicht das Geld haben, um wenigstens etwas fürs Alter zurücklegen zu können. Schon bei der Show über die Finanztransaktionssteuer hatte ich den Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts erwähnt. Der ergab, dass 20% aller Deutschen bettelarm sind, während weitere 40% keinerlei Vermögen besitzen und dementsprechend kann niemand etwas zurücklegen. Und der Grund dafür liegt am Anfang dieses Jahrhunderts. Damals war Deutschland in Europa der kranke Mann. Unsere Schulden waren hoch, die Arbeitslosenquote sogar noch höher und für die Wirtschaft waren wir wegen der hohen Stückkosten nicht attraktiv genug. Man konnte in Frankreich oder Italien einfach billiger produzieren. Also haben wir das einzig Richtige gemacht und allen anderen Ländern in Europa klargemacht, dass es total unfair uns gegenüber ist und die gefälligst mal die Löhne kräftig erhöhen müssten. Und wir selber sind gleichzeitig voll auf die Lohnerhöhungsbremse getreten. Mit dem Effekt, dass wir zusammen mit den Hartz-Reformen seitdem einen gigantischen Niedriglohnsektor aufgebaut haben. Denn warum alles billig in China produzieren, wenn man auch China zu uns bringen kann? Dies brachte zwar viele Menschen in Lohn und Brot, aber trotzdem reicht selbst, wie gerade in dem Video gesehen, ein Mindestlohn nicht dazu aus, um als Rentner nicht unter die Grundsicherung zu rutschen. Um aber wenigstens nur ein Minimum zu gewährleisten,
kam es dann hierzu. Das ist eine große Reform, die wir gestern miteinander beschlossen haben. Und wir sind sehr froh als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, dass wir damit einen neuen Standard in Deutschland setzen konnten als Große Koalition und die Menschen einen Anspruch, ein Recht darauf haben, wenn sie über 35 Jahre gearbeitet haben, dann eben auch eine entsprechende Rente zu haben, die über Grundsicherungsniveau liegt. Und so sieht der Beschluss aus. Wer mindestens 35 Jahre gearbeitet hat, erhält mehr als Hartz IV. Es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung wie bei der Sozialhilfe. Dafür gibt es eine Einkommensprüfung. Allerdings haben Alleinstehende pro Monat einen Freibetrag von 1.250 €, Verheiratete von 1.950 €. Ein Beispiel: Eine Friseurin, die bisher 528 € Rente bekommt, erhält dann ab 2021 eine Grundrente von 933 €. Und nun könnten wir alle jubeln. Ob man nun, wie in dem Beispiel der Friseurin, von 9 € leben kann, sei einmal dahingestellt. Aber immerhin etwas. Dann würde ich sagen, machen wir hier heute Feierabend und können alle früher nach Hause gehen. Was auch passt, denn ich habe noch einen Termin mit Tom Buro, dem WDR-Intendanten, welcher noch ein paar Fragen hat wegen dem Umweltsau-Song, den ich damals ja geschrieben hatte und nie dafür gewürdigt wurde. Da kann ein bisschen Vorglühen auch nicht schaden, wie generell bei Termin mit Tom Buro. Gäbe es da nicht eine Sache, die noch viel mehr dazu beiträgt, dass Rentner trotz einer ordentlichen Rente in die Altersarmut fallen? Nämlich die Tatsache, dass seit 2005 Rentner auf ihre Rente Steuern bezahlen müssen. Und das nicht wenig. Beginnend mit 2005 wurden 50% der Bruttorente als steuerpflichtiges Einkommen angesetzt. Und jedes Jahr steigt der Prozentsatz des steuerpflichtigen Teils der Rente für die jeweiligen Neurentner. 2020 sind das nun schon 80% und 2040 wird dann jeder Neurentner seine komplette Rente besteuern müssen. Da kommt nicht nur Freude auf, aber bitte nicht so viel, sonst muss die auch noch versteuert werden. Natürlich gibt es den sogenannten Rentenfreibetrag für jeden, der vor 2039 in Rente geht. Das ist der Teil der Rente, der dann nicht versteuert werden muss. Diesen Rentenfreibetrag errechnet das Finanzamt und ein fester Betrag und bleibt auch in den Folgejahren unverändert. Anfang 2019 waren knapp 5 Millionen der 18 Millionen Rentner einkommensteuerpflichtig. Die Rentenerhöhung wiederum im Juli 2019 hat weitere 50.000 Rentner steuerpflichtig werden lassen, da ihr Rentenfreibetrag überschritten wurde. Und mit jeder Rentenerhöhung werden auch noch mehr Rentner einkommensteuerpflichtig. Und da kommt dann doch einiges zusammen. So gab die Bundesregierung 2014 an, dass sie rund 33 Milliarden dadurch einnimmt. Klar, bei Einnahmen von knapp damals 1,3 Billionen sind 33 Milliarden wirklich Peanuts. Aber 2005, bei der Einführung, waren es nur 15,6 Milliarden gewesen, die Rentner bezahlen mussten. Somit hat sich die Zahl innerhalb von 10 Jahren schon einmal verdoppelt. Und immer mehr Rentner sind dann sogar von der sogenannten Doppelbesteuerung betroffen. Für einen Durchschnittsrentner sähe es konkret so aus. Wer 2017 in Rente gegangen ist, bei dem liegt der Anteil, der zu viel besteuert wird, noch unter 10.000 €. Bei Rentenbeginn 2020 sind es dann schon mehr als 22.000 €. 2040 über 53.000 €, die vom Fiskus zu viel besteuert werden. Das zuständige Bundesfinanzministerium kennt den fragwürdigen Zustand des Gesetzes seit langem, handelt aber nicht. Und die finanzpolitischen Sprecher von SPD und CDU plädierten 2017 fürs Abwarten. Die Materie sei zu kompliziert und noch zu viele Fragen offen. Edmund Kulosa, bitte nicht zu verwechseln mit dem aus Game of Thrones, sondern Edmund Kulosa, der Richter am Bundesfinanzhof, hat letztes Jahr etwas Bemerkenswertes in einem Fachdienst, der als Pflichtlektüre für Steuerberater gilt, geschrieben. Komisch, dass mir das bei Lack, Steuer und Leder untergegangen war. Jedenfalls schrieb er dort, dass er die Rentenbesteuerung als verfassungswidrig ansieht. Alleine schon durch die massive Benachteiligung durch die Doppelbesteuerung, welche übrigens wiederum sogar das Bundesverfassungsgericht bereits 2002 untersagt hatte. Und trotzdem findet sie heute statt. Denke mal, läuft. Also fassen wir einmal zusammen. Wenn wir über Altersarmut reden, dann gibt es einige probate Mittel, um diese entweder recht einfach zu lindern oder langfristig auszumerzen.
langfristig müssten wir dafür sorgen, dass Menschen mehr verdienen. Dann haben sie mehr Geld zur Verfügung, um vielleicht auch mal etwas zu leben oder gar etwas für das Alter zurückzulegen. Oder dank des höheren Gehaltes könnten sie auch mehr Rente bekommen. Wenn wir diese Rente aber dann besteuern, bestrafen wir damit die Menschen. Wir bestrafen sie dafür, dass sie ordentlich in die Rentenkassen eingezahlt haben, weswegen es heute überhaupt noch Geld gibt in den Rentenkassen. Auch wenn es sicherlich toll ist, dass wir so 33 Milliarden oder bald 50 Milliarden einnehmen, verursachen diese Einnahmen auf der anderen Seite, dass immer mehr Rentner in die Altersarmut abdriften, ohne etwas falsch gemacht zu haben. Was wir wiederum als Staat nun versuchen zu lindern, notfalls mit dem Geld, das wir den Rentnern vorher abgenommen haben. Sind wir echt schon solche Schildbürger? Aktuell stehen die geburtenreichen Jahrgänge unserer Boomer an der Schwelle zur Rente. Das heißt, dass wir noch mehr Menschen mit der Besteuerung ihrer Rente über kurz oder lang in die Altersarmut schicken. Nur sollte es nicht, ja, darf es nicht für unsere Omas und Opas und Mütter und Väter durch die Besteuerung ihrer Rente dazu kommen, nur um am Ende dann eben auch eine entsprechende Rente zu haben, die über Grundsicherungsniveau liegt. Und ich merke gerade, ganz spontan und nicht, weil es da auf dem Teleprompter steht, dass diese Show heute perfekt gewesen wäre im Programm des ZDF. Denn nicht nur, dass es denen dort deutlich an Kreativität fehlt, sondern auch die Zielgruppe vom ZDF, also jeder über 60, der oder die weiß, wer oder was ein Florian Silbereisen ist, deckt sich mit meiner Zielgruppe heute Abend. Nämlich jeder über 60, der oder die nicht nur weiß, wer oder was ein Norbert Blüm ist, den man übrigens hier sehen kann, wie er zeigt, was ihn so alles heiß macht, natürlich die Leserbriefe im Playboy von 1965. Sondern meine Zielgruppe weiß, wer Egmont Colossa ist. Nämlich der Typ sowohl aus Game of Thrones als auch am Bundesfinanzhof. Ich persönlich lese ja den Fachdienst, in dem Egmont Colossa ebenfalls schreibt und der immer wieder explizit als Pflichtlektüre für Steuerberater bezeichnet wird, Lack, Steuern und Leder, natürlich auch nur wegen der Leserbriefe. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.